Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Omega. Diesmal sind wir bei 2.5. Ich springe noch einmal zurück. Und warum? Das erkläre ich euch jetzt in diesem Video. Seid mal gespannt. Ja, ganz einfach. In dem Omega-Video, Hashtag 2.5, habe ich ja dieses Seitenteil hier zusammengefuscht. Ganz klar habe ich ja deutlich gesagt, es wurde zusammengefuscht. Und jetzt zeige ich euch mal, was dabei rauskommt, wenn man das zusammenfuscht. Und zwar ist das nämlich so, dass dieses Auto seitdem hier in der Garage steht. Okay, es stand 2 Wochen draußen, wo ich die Radläufe da geschweißt habe, was ihr in dem Video Nummer 3 seht. Oder gesehen habt vielleicht. Und jetzt nehme ich euch mal mit und zeige euch das mal im Detail, was da passiert ist. So, ich hoffe, ich bekomme das hier so auf die Kamera drauf. Da sieht man schon die ersten Bläschen. Da sieht man Löcher, Kratzer, Mollen. Haben wir nicht gesehen. Ja, was ist da passiert? Was habe ich da falsch gemacht? Ja, ganz einfach. Ich habe ja gesagt, ich habe es zusammengefuscht. Der Rost ist da noch drunter. Ich habe nur übergespachtelt, ein bisschen Rostspray drauf gemacht, also diesen Rostschutzgrund. Es funktioniert nicht. Ihr habt ja gesehen, die Rostblase, da kommt der Rost wieder durch. Dann habe ich direkt nach dem Füllern habe ich lackiert. Das muss auch erstmal normalerweise ein bisschen trocknen, sich setzen. Dann kann man es schleifen und dann nochmal füllern, eventuell, oder vielleicht ein bisschen mit Feinspachteln nachspachteln, dass man diese Unebenheiten nochmal wegbekommt. Habe ich alles nicht gemacht, das war so eine 6-Stunden-Aktion. Habe angefangen, schleifen, spachteln, hast du nicht gesehen und so weiter. Es funktioniert halt nicht. Deswegen habe ich damals schon gesagt, es ist Fusch, und heute zeige ich euch, dass der Fusch halt nicht funktioniert. Also merke, bitte nicht nachmachen. Ist nur Fusch. Ist was für 6 Monate und dann sieht es später aus wie vorher. Es sieht aber immer noch besser aus, als es vorher aussah. Insofern, naja, kann man mit leben. Aber warum heißt jetzt die Sendung Happy Seitenteil? Und das zeige ich euch jetzt. Oh, schaut mal hier, ich habe mein Seitenteil. Original Opel mit Emblem. Genau das Teil, was ich gesucht habe. Was man hier einsetzen kann. Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Und ich habe es. Ich kann es tun. Also ich finde das so geil. Jetzt muss ich das mal umdrehen. Dreht sich das um. Ich bin stolz darauf, dass ich dieses Teil gefunden habe. Es hat Lagerspuren, ja, aber es ist original Opel und es ist top in Schuss. Ohne Beulen, ohne... Oh. Einwandfrei. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Ich bin total happy. Das Gute ist ja, das ist ein bisschen Rost, aber das ist ja Flugrost oberflächlich. Das ist ja jetzt nicht im Blech drin. Ich habe jetzt genau die Möglichkeit, das einzuteilen. Wo muss ich schneiden? Wo sitzen die Original-Schweißpunkte? Weil das ist wirklich ein Originalblech von Opel. Da sind sogar die Noppen eingenietet, also für die Zierleisten. Alles Taco, das Rücklicht. Ja, okay, das bräuchte ich eigentlich gar nicht. Im Prinzip bräuchte ich ja nur diese Außenhaut hier. Aber naja, ich werde es nicht zerlegen. Ich werde das komplett so raustrennen und einsetzen. Ja, wie bin ich jetzt dazu gekommen? Ich habe einfach bei eBay Kleinanzeigen eine Suchanzeige aufgegeben. Gut, die stand jetzt ein halbes Jahr drin. Ich habe damals auch schon gesagt, es haben sich schon mal 2 gemeldet. Und diesmal Bingo! Da war so ein lieber Kerl,
Der ist auch so ein Omega-Fan, auch eine Omega-Community. Hier haben wir so einen Omega-Club im Osten von Deutschland. Und wie der Zufall es so will, er hat meine Anzeige gefunden, hat sogar an diesem gleichen Wochenende hat er einen Termin gehabt in Düsseldorf zu einer Schulung und dann hat er mir dieses Teil lieberweise mitgebracht. Bingo, kann ich nur sagen. Ich bin total glücklich, dass ich endlich dieses Teil habe, was ich dann später hier einsetzen werde. Wird jetzt nicht sofort passieren, das dauert noch, das ist dann bei der großen Restauration. Erstmal sammle ich die Teile und dann, wenn es denn soweit ist, dann wird das Ding komplett gestrippt und nochmal richtig fertig gemacht. Und das könnt ihr euch später dann auch ansehen. Aber das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Also das wird nicht innerhalb vom halben Jahr passieren. Vielleicht nächstes Jahr 2024. Das wäre so mein Ziel. Dann wird die Kiste hier komplett gestrippt und restauriert. Aber ich sammle Teile. Und wenn ihr Teile habt, die ich gebrauchen kann, meldet euch gerne. Es muss aber auch der Preis stimmen. Ne? Für dieses Teil habe ich jetzt 300 € bezahlt. Das war geschenkt, kann man sagen. Inklusive Lieferservice, alles drum und dran. Herzlichen Dank nochmal an Thorsten. Und so funktioniert die Community. Gerne mehr davon. Ja, hallo, hier aus der Spiegelbildscheibe. Ja, wie geht's weiter mit dem Omega? Wie ihr in dem 5er Video gesehen habt, in der Endvorschau, habe ich hier schon mal am Motor was gemacht. Und zwar bin ich auf dem Öllecksuche, habe den Motor schon zerlegt. Da gibt es ein extra Video dazu. Ich weiß noch nicht, wie ich das gestalte. Da gibt es paar kleine Probleme. Ne? Da sind so ein paar Sachen, die nicht so ganz klar sind. Ja, und was soll ich sagen? Ich würde gerne dieses Auto dann spätestens Ende Januar, Anfang Februar auf der Straße haben. Und da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Weil der Kurzzeitplan innerhalb von Urlaubszeit, 2 Wochen, hat ja leider nicht funktioniert. Ja, schaltet auf jeden Fall wieder ein, damit ihr seht, wie es weitergeht mit meinem lieben Omega. Und stay tuned. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dahin, euer Heiko vom Haus Nummer 18. Und tschüss. Und zwar müssen wir das ganze Schätzchen hier mal runterholen. Weil irgendwo, wenn ich von unten gucke, in dem Bereich, da verliert der Öl. Okay, kaputt.